Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Es tut mir leid. Viele von euch leiden mit Sicherheit, weil wir gestern das letzte WM-Spiel der vielleicht größten Legende in der Geschichte des Fußballs, The GOAT, Cristiano Ronaldo, gesehen haben. Und ich kann euch verstehen, ein Herz von mir blutet auch. Aber ich muss ehrlich zugeben, als Spanier habe ich mich natürlich für mein Land gefreut. Nicht darüber, dass Cristiano Ronaldo rausgeflogen ist. Im Gegenteil, dafür blutet mein Herz. Aber dafür, dass mein Heimatland sich für das Viertelfinale der WM qualifiziert hat. Ja, worüber ich mich überhaupt nicht gefreut habe, genau das Gegenteil. Ich kann jetzt schon mal verraten, ich werde mir gleich gehörig Luft machen, ist der rassistische Angriff auf Kylian Mbappé. Und zwar von einer Senatorin aus Paraguay. Was diese Frau gemacht hat, werdet ihr nicht glauben. Wir werden uns gleich Stück für Stück ansehen, was da passiert ist. Ja, und ich bin ganz ehrlich gesagt fassungslos. Danach unterhalten wir uns aber auch über ein anderes Thema, was wichtig ist für den Madridismo. Denn Manchester United scheint ernst zu machen. Sie verhandeln bereits mit den Beratern von Aurélien Tchouaméni und sind bereit, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen für den Franzosen. Was meine Meinung dazu ist, was die Meinung von Real Madrid dazu ist und. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, Leute, lasst mich mal mit einem Thema anfangen. Ich muss mit dem Thema anfangen, sonst platze ich vor Wut. Ich bin froh, dass ich diesen Kanal habe und mir Luft machen kann. Aber was gestern Celeste Amarilla gesagt hat, eine Senatorin aus Paraguay über Kylian Mbappé, habe ich so noch nie von einem politischen Amt gehört. Ja, wir wissen ja, Frankreich hat sich gegen Paraguay durchgesetzt und Kylian Mbappé hat am Ende auch ein bisschen provoziert, nachdem er 90 Minuten gejagt worden ist von den paraguayischen Spielern. Ich erinnere mich an einen Schlag ins Gesicht, an einen Tritt ohne Ball und. Der wurde geschubst. Die ganze Zeit wurde er provoziert. Und am Ende, als Frankreich gewinnt, durch ein Tor von ihm, beschwert sich der Torwart von Paraguay noch, dass Kylian Mbappé dem nicht die Hand gegeben hat. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Ja, und Paraguay, ich glaube für fast die gesamte Fußballwelt, haben die alle Sympathien verspielt. Keiner hat Bock auf diese Tretertruppe. Ja, und wie dem auch sei, als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre. Ich dachte gestern schon, ich bin sauer, weil Trump die Politik sich in den Sport eingemischt hat. Aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was diese Frau gemacht hat. Ja, die hatte einen Post veröffentlicht, in dem die wortwörtlich geschrieben hat, dieser Grobian, und das ist ins Deutsche übersetzt, also die war noch härter, hat nicht einmal gelernt zu schreiben. Statt Muttermilch ist er mit Kokosnüssen aufgewachsen. Und die gebildetsten Wesen, die er je gehört hat, waren Schimpansen. Wir wissen, dass er eine Mama und einen Papa hat, mit denen der aufgewachsen ist. Und einen Bruder. Und trotzdem behauptet ihr, die gebildetsten Wesen, mit denen er je geredet hat, waren Schimpansen. Du hättest ihnen den Stinkefinger zeigen sollen, Orlando Gil, also an den Torwart von Paraguay. Ein kolonisierter Kameruner, der sich als Franzose ausgibt. Voller Groll, neureich, arrogant und hässlich. Du musst von hässlich reden, du Stück. Boah, egal. Er war das ganze Spiel über nervös und zu Tode verängstigt. Ja, habe ich gesehen. Der hatte Todesangst, als er die ganze Zeit gelächelt hat. Ja. Genau wie sein gesamtes Team. Sie haben nicht mal geschafft, ein einziges Tor zu erzielen, bis sie mit einem Elfmeter Glück hatten. Das Einzige, was viele von uns dem Team vorwerfen, ist, dass sie ihm am Ende des Spiels keine volle Ohrfeige verpasst haben. Ich bin nicht mal ein Fußballfan. Eine Senatorin. Und dann wundern sich die Menschen, dass man in Europa den Eindruck hat, dass in Südamerika alle Rassisten sind. Das sagt eine Senatorin, die ist vom Volk gewählt worden. Die wünscht sich Gewalt gegenüber einem Spieler.
den sie als hässlich untergebildet, als Kameruner bezeichnet, der sich als Franzose ausgibt. Und viele von euch durchleben ja das gleiche Schicksal wie ein Kylian Mbappé, sind in Deutschland zum Beispiel geboren und werden von Menschen immer noch als anders angesehen. Naja, Kylian Mbappé hat geantwortet. Lesen wir uns das einmal durch. Frau Celeste Amarilla, Sie sind eine verachtenswerte Frau und unwürdig Ihrer Position. Der hat sich noch nett ausgedrückt. Sie vertreten nicht Paraguay, jenes Land, das während der gesamten Wettbewerbs mit Leidenschaft und Ehre geschwitzt hat. Durch ihre Unbesonnenheit und ihren schamlosen Rassismus hat die gesamte Welt bereits den Weg und den historischen Einsatz vergessen, den ihre Spieler während dieser Weltmeisterschaft geleistet haben. Und macht Platz für eine inkompetente Frau, die das schlechtestmögliche Bild ihres Landes vermittelt. Ich werde Menschen wie ihr niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und Rassismus in die Welt zu verbreiten. Also, wie gesagt, für mich noch eine zurückhaltende Antwort von Kylian Mbappé. Von mir hätte die was ganz anderes gehört, bin ich ganz ehrlich. Aber, und das bringt jetzt wirklich das Fass zum Überlaufen. Die Wut kocht in mir. Anstatt dass diese Frau mal checkt, oh Gott, was habe ich hier getan? Ich repräsentiere hier mein Land Paraguay. Anstatt dass die mal klarkommt und anfängt zu überlegen, was ihre Taten für Konsequenzen haben, legt die heute nochmal nach und verlangt eine öffentliche Entschuldigung von Kylian Mbappé. Sag mal, leben wir in einer verkehrten Welt oder was? Sie schreibt, wer bist du, mich der Unwürdigkeit oder Verachtungswürdigkeit zu bezichtigen? Wer bist du, dass du ihn bezeichnest als jemand, der das Beste, was er je hier gehört hat, Schimpansen waren? Als hässlich, wer bist du? Du Stück, boah. Wenn du mich nicht einmal kennst, kennst du Mbappé? Das ist pure und einfache Geschlechtergewalt. Geschlechter, jetzt spielt die Frauenkarte, wirklich? Politische Gewalt gegen eine Frau, die ihre Position durch die Volksabstimmung ihres Volkes erlangt hat. Du ausgerechnet, du schmähst Frauen. Ich habe nie deine Hautfarbe oder deine persönliche Vorlieben angegriffen. Hast du nicht? Also für dich ist das keine Hautfarbe angreifen, wenn du sagst, das Beste, was er je gehört hat, war ein Schimpanse und der ist mit Kokosnuss aufgewachsen, anstatt mit Muttermilch? Oh, boah. Nimm deine Aussagen zurück, ehre deine französische Staatsbürgerschaft und entschuldige dich bei mir. Andernfalls könnte ich rechtliche Schritte wegen geschlechtsbasierter Gewalt einleiten. Der Text ist länger, das ist alles ein bisschen reduziert. Aber die sagt jetzt wirklich, Mbappé hätte sie angegriffen, weil sie eine Frau ist. Ja, erbärmlich. Erbärmlich. Was für widerwärtiges Verhalten. Jetzt die Frauenkarte spielen, aber sie war groß genug und stark genug, ihn zunächst einmal zu beleidigen. Aber die Antwort, die verträgst du nicht. Da bist du am Heulen und ich bin doch nur eine Frau. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe versucht, mich noch zurückzuhalten, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt. Dieser Rassismus hat in der Welt nichts zu suchen. Und diese Frau gehört sofort von ihrem Land verhaftet. Die hat nichts in einem politischen Amt zu suchen. Die verbreitet Hass und Rassismus. Ja, ich bin absolut fassungslos und ganz ehrlich, das hat mir auch die Laune von meinem Viertelfinaleinzug gehörig vermiest. Trotzdem gehen wir jetzt in Marios WM-Ecke. Ja, und Spanien, das macht mich natürlich überglücklich, ist im Viertelfinale der WM durch ein Tor, wie es typisch ist in dieser WM, in der Nachspielzeit durch Mikel Merino. Ja, wie damals auch gegen Deutschland bei der EM. Was ist das für ein Typ? Wieso trifft er immer in der Nachspielzeit? Ja, und im Großen und Ganzen muss ich sagen, das war jetzt kein unverdienter Sieg von Spanien. Beide Mannschaften hatten ihre stärkeren Phasen, ihre schwächeren Phasen. Auch Portugal hatte einen Freistoß oder einen Lattenschuss, besser gesagt, durch Nuno Mendes. Spanien hatte aber vorher Oyarzabal schon komplett alleine vom Tor, immer wieder Halbchancen. Und was mich als Spanier, ja, was mir Mut gibt, ist, Spanien steht im Viertelfinale der WM und ich habe wirklich noch kein gutes Spiel gesehen von dem Lamine Yamal. Also,
wenn man ihn mit den anderen Superstars vergleichen möchte in dieser WM, was ein Harry Kane, ein Mbappé, ein Vinny, Messi, was die alle schon geleistet haben, da ist ja nichts im Vergleich zu dem, oder was Lamine Yamal gemacht hat, ist ja noch nichts im Vergleich zu denen. Also wenn das die Messlatte ist, mit der er gemessen werden möchte und die Welt versucht uns ja zu sagen, er ist der wohl Beste der Welt zurzeit, oder laut Propaganda, für mich ist es klar ein Kylian Mbappé. Aber wie dem auch sei, ich habe noch nichts von ihm gesehen. Außergewöhnliches. Und von dem ich bis jetzt sogar nur Schlechtes gesehen habe, wirklich nur Schlechtes, ist Pedri. Das ist mit Abstand der schlechteste Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Ja, und als Spanier kann ich mir denken, ja, ohne die beiden in einer guten Form ist Spanien schon im Viertelfinale. Hoffen wir mal, dass die entweder zu ihrer Form finden oder dass der Nationaltrainer da eine Auswechslung vornimmt, vor allem im Fall von Pedri. Und dann gehe ich dem Ganzen als Spanier schon zuversichtlicher entgegen. Ja, und Spanien trifft im Viertelfinale der WM auf Belgien. Jeder, der einmal Fußball gespielt hat, wusste, was gestern passiert. Alle wussten, nachdem Trump sich eingemischt hat und Balogun für die USA starten durfte, dass die Belgier dieses Spiel gewinnen werden. Und mir war auch klar fast, dass es in dieser Höhe passiert. 4:1 setzt sich Belgien gegen die USA durch. In ihrem mit Abstand besten Spiel. Also das hat die Belgier richtig gewurmt. Und die haben gestern ihre Qualität auf dem Platz gezeigt. Und ich als Spanier muss mir jetzt ein bisschen Sorgen machen. Nicht, dass denen das einen Motivationsschub gegeben hat. Denn der nächste Gegner von Spanien ist Belgien im Viertelfinale. Natürlich drücke ich meinem Land die Daumen. Ja, das war, was gestern in der WM passiert ist. Belgien absolut verdient, die USA platt gemacht und die Fußballwelt freut sich, ob wir Spanier uns freuen dürfen. Ja, das zeigt sich nach dem Viertelfinale. Ich glaube nämlich, das wird ein sehr, sehr enges und sehr, sehr schweres Spiel für die Spanier. Ja, wie dem auch sei, heute geht es weiter, bereits um 18 Uhr. Und zwar Argentinien gegen Ägypten. Lionel Messi gegen Mo Salah. Einer der beiden Linksfüße wird ins Viertelfinale der WM kommen. Und da trifft er entweder auf die Schweiz oder auf Kolumbien. Denn die haben heute auch ihr Achtelfinale. Das Ganze um 22 Uhr. Also ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt. Das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel für mich. Ja. Genug jetzt mit diesen Themen, kommen wir jetzt endlich zu Real Madrid. Ja, und kommen wir jetzt zum Hauptthema dieses Videos. Und zwar geht es um einen der besten Spieler der letzten Saison bei Real Madrid. Ich sage immer, die letzten 2 Jahre bei Real Madrid waren katastrophal, die letzte Saison insbesondere. Aber es gab bei mir 3 Spieler, die ich so ein bisschen außen vor nehmen würde, die meiner Meinung nach trotz der Mannschaft eine starke Leistung gebracht hat. Und das war auf der Nummer 1 natürlich ein Thibaut Courtois. Ich glaube, ohne ihn, der hat uns so viele Punkte gerettet. Also Thibaut Courtois nehme ich raus aus der Kritik. Auf der anderen Seite nehme ich einen Arda Güler raus, denn der hat wirklich für seine Debütsaison, wo er wirklich gestartet hat bei Real Madrid, unglaubliche Zahlen da gelassen, unglaubliche Momente. Immer wieder einer der wenigen, der seine Leistung abrufen konnte. Ja, und an der 3. Position ein Aurélien Tchouaméni. Ein Spieler, der, nachdem das Santiago Bernabéu ihn ausgepfiffen hat, zu einer Größe in der Mannschaft geworden ist. Sowohl unter einem Carlo Ancelotti, als auch unter einem Xabi Alonso und das Ganze natürlich auch unter einem Álvaro Arbeloa. Und dieser Tchouaméni ist der absolute Wunschtransfer von Manchester United. Das wissen wir schon seit einigen Wochen, doch inzwischen macht Manchester United anscheinend ernst. Also hier die Information vom AS. Manchester United ist an Tchouaméni interessiert. Die Vereinsführung des englischen Clubs ist bereit, viel Geld zu investieren, um eine Verpflichtung zu sichern, die sie für unerlässlich hält. Also, wir hören schon am Anfang, die finden den Transfer für unerlässlich, der muss also passieren und die sind bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Bevor wir jetzt gleich weiterlesen, eine Frage an euch. Wenn ein Elliot Davis 130 Millionen Euro kostet oder der Tonali 120 Millionen, wie teuer ist denn dann ein Aurélien Tchouaméni? Ein Champions League-Sieger, ein Stammspieler von Real Madrid. Lasst mal dazu eure Meinung in den Kommentaren. Würde ich mal gerne so wissen. Naja, lesen wir mal weiter. Aurélien Tchouaméni hat unmissverständlich klargemacht, dass seine Zukunft bei Real Madrid liegt.
Alle seine Aussagen deuten darauf hin, der Franzose gehört in der vergangenen Saison zu den herausragenden Spielern des Vereins und zeigte dabei beste Leistungen. Dies hat dazu geführt, dass er von mehreren Clubs, darunter Manchester United, umworben wird. Die Verantwortlichen von Manchester United sind bereit, tief in die Tasche zu greifen, um den Spieler zu verpflichten, den sie für ihren Anspruch, die in den letzten Jahren verlorenen Erfolge wieder wettzumachen, als unerlässlich erachten. In Valdebebas behält man mögliche Abgänge genau im Auge. Man schätzt den aktuellen Kader sehr, schließt aber nichts aus, die von der Mannschaft geforderten Veränderungen umzusetzen. Angesichts der hohen Ablösensummen von Nico Paz, der wurde für 120 Millionen Euro angesetzt, dürften mögliche Abgänge jedoch bei Transfers von über 100 Millionen Euro liegen. Das bedeutet, Madrid verkauft nicht unter 100 Millionen Euro. Erst recht nicht in Tchouaméni. Die ersten Kontakte bezüglich eines möglichen Transfers, der zu den größten des Transferfensters zählen würde, werden in den kommenden Tagen erwartet. Im Moment scheint das für United noch ein ferner Traum zu sein, aber alles kann sich ändern. Ja, der Artikel war noch ein bisschen länger, ich habe nur das Wichtigste rausgeholt für uns, aber ihr habt selber gehört, Manchester United hält diesen Transfer für unverzichtbar und die sind auch bereit, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen. Wir wissen, ein José Mourinho möchte gerne noch einen neuen Mittelfeldspieler, einen Dirigenten, und ein Florentino Perez träumt von einem gewissen linksfüßigen Franzosen, der bei den Bayern relativ gut Fußball spielt. Und daher, wenn Real Madrid neue Transfers angehen möchte, muss Real Madrid zunächst einmal Geld generieren. Das wäre einer dieser schmerzhaften Transfers, die so ein bisschen an den Wettkampf von einem Hakimi erinnern zum Beispiel oder einem Angel Di Maria, Mesut Özil, so Leute, die du transferierst, die dir im Herzen wehtun, aber Geld in die Kassen bringt, die ein Real Madrid nun mal braucht. Und das Ganze, dass es sogar noch ein bisschen akuter ist, hat ein Fabrizio Romano zusammengefasst. Hören wir uns das zusammen einmal an. Wie ich seit Mitte Juni hier auf dem Kanal immer gesagt habe, für Real Madrid gibt es nur einen Weg, überhaupt darüber nachzudenken, einen neuen Mittelfeldspieler zu verpflichten, trotz all der Geschichten über Enzo Fernandes, die dann vom Verein dementiert wurden, und auch über weitere Mittelfeldspieler. Der einzige Weg ist, einen Spieler zu verkaufen. Und es reicht nicht, Nico Pazan-Como zu verkaufen. Es reicht auch nicht, Dani Ceballos zu verkaufen. Ceballos verlässt den Verein ablösefrei. Es reicht also nicht, nur mit diesen beiden Spielern Platz zu schaffen. Real Madrid bräuchte mehr, um einen weiteren Mittelfeldspieler in den Kader von José Mourinho aufzunehmen. Und deshalb gibt es wieder so viele Fragen und so viele Berichte über Aurelien Tchouaméni. Was ich immer gesagt habe und auch heute noch so sehe, intern bei Manchester United wurde Tchouaméni immer als die perfekte Verpflichtung für das Mittelfeld angesehen. Topspieler, Elite-Mentalität, Weltklasse. Sie sehen Tchouaméni also als den perfekten Ersatz für Casemiro. Hier geht es dann um zwei Themen. Das erste ist das Gehalt. Tchouaméni verdient bei Real Madrid ein sehr hohes Gehalt und nach aktuellem Stand ist es so, dass Manchester United den Leuten aus dem Umfeld von Tchouaméni in den Kontakten der letzten Monate bereits klar gemacht hat, dass der einzige Weg für Tchouaméni zu Man United zu wechseln ein anderes Gehalt wäre. Und das ist also das erste Problem. Das zweite Problem ist Real Madrid. Im Moment hat Manchester United noch kein grünes Licht von Real Madrid erhalten, um mit Tchouaméni zu verhandeln. Sie bekommen derzeit keinerlei Signal von Real Madrid wie, okay, lasst uns an einen Tisch setzen und versuchen, eine Einigung zu erzielen. Also stellt sich die Frage, könnte das der absolute Wunschtransfer für Man United sein? Auf jeden Fall. Er ist ein Spieler, den sie mögen, den sie lieben, aber gleichzeitig könnte die Situation um Tchouaméni kompliziert werden, wegen des Gehalts und wegen der Entscheidung von Real Madrid. Der erste Schritt muss also sein, dass Real Madrid zu Man United sagt, okay, wir können den Spieler verkaufen. Wir müssen also geduldig sein, aber die Wertschätzung ist auf jeden Fall bestätigt, wie ich es hier auf dem Kanal immer wieder erwähnt habe. Ja, und wenn man das so möchte, kann man sich als Madrid-Fan denken, alles gut, Madrid hat noch kein grünes Licht gegeben, der Spieler möchte bei Madrid bleiben, etc. Ja, aber wenn man genau hingehört hat, hat man auch gehört, dass es bereits Verhandlungen gab zwischen Manchester United und der Entourage, den Beratern von dem Tchouaméni, wo sie dem klargemacht haben, hör mal, wenn du zu uns möchtest, musst du aber ein bisschen mit deinem Gehalt runter. Und ich frage mich, warum sollte ein Tchouaméni das machen? Warum sollte der von einem Real Madrid gehen, die beste Fußballmannschaft der Welt, die immer wieder um die Champions League mitspielen, zu einem Manchester United?
Ich meine, Manchester United ist auch ein klasse Verein, versteht mich nicht falsch, eine tolle Geschichte, einer der größten Fußballvereine aller Zeiten. Aber, naja, der einzige Grund könnte sein, dass ein Tchouaméni irgendwann mal den Traum davon hat, in der Premier League zu spielen. Ja, wie dem auch sei, irgendeinen Grund muss es ja geben, dass seine Berater sich zumindest solche Gespräche geben und sich da anhören und Manchester United sogar der Meinung ist, er würde vielleicht vom Gehalt runtergehen, um nach Manchester zu wechseln. Ja, ich wollte euch diesen letzten Stand mal übermitteln. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Für mich wäre dieser Transfer sehr, sehr schmerzhaft und ich würde ihn nur akzeptieren, wenn ein mindestens gleichwertiger Spieldirigent nach Real Madrid kommen würde. Und davon gibt es zurzeit in der Welt des Fußballs nicht viele. Seit dem Spiel von gestern wird immer wieder gesagt, Madrid sollte doch nochmal bei Rodri schauen und den vielleicht doch holen, weil er gestern besser war als ein Vitinha, als ein Pedri, als ein Neves, als ein Bruno Fernandes. Und viele sagen, das ist der Rodri, den Real Madrid braucht. Aber erstens will ich den nicht in meiner Mannschaft. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass der so teuer wird, dass man dafür einen Tchouaméni verkaufen würde. Das ist meine persönliche Meinung. Gibt es für euch einen Spieler, der für euch diese Illusion wecken würde, um einen Tchouaméni zu verkaufen? Weil mir persönlich fällt zurzeit keiner so richtig ein. Lasst da eure Meinung gerne zu in den Kommentaren. Wenn ihr doch mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video, schreibt auch mal eure Meinung über diese paraguayische Senatorin in die Kommentare. Bin ich mal sehr gespannt da zu lesen, ob ihr das genauso seht wie ich. Und wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, lasst ein Follow da, unterstützt diesen Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Marie!